Deine Lieblings-1v1-Klasse? Welche macht dir am meisten Spaß? Mir macht 1v1 keinen Spaß. Also wenn du so fragst, keine. Blade, ehrlich gesagt. Die anderen sind einfach Trash. Also I guess Blade. Eigentlich mag ich Blade so sehr nicht, aber er macht halt den meisten Schaden. Also wenn ich jemals 1v1 spielen würde, also langfristig, nicht nur für ein Projekt, sondern wirklich die ganze Zeit, dann wäre es wahrscheinlich Blade. Weil er halt einfach den höchsten Schaden macht. Und wenn du etwas nicht magst, dann würdest du es ja so machen, dass du dann wenigstens den höchsten Schaden machst. Weil dann die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass du es etwas weniger nicht magst. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach... Das Problem habe ich mit 1v1 und nicht mit den Klassen per se. 1v1 ist einfach langweilig. Wo ist das Problem? Es ist langweilig, Sir. Und deswegen ist es eigentlich auch egal, welche 1v1-Klasse, weil schau mal, du machst bei allen das Gleiche. Du greifst ein Monster an, du doppelklickst ein Monster oder... Ich weiß, man muss nicht mehr doppelklicken. Aber ist ja egal. Ob du jetzt doppelklickst oder einen Klick mit einem Klick angreifen machst, ist ja Wurst. Du klickst ein Monster an und wartest, bis es tot ist und du musst keine Skills einsetzen. Und das ist 1v1 und das ist bei jeder Klasse gleich. Der einzige Unterschied ist der Schaden und theoretisch die Waffe, aber Waffe spielt eigentlich auch keine wirkliche Rolle, außer Ranger. Weil außer Ranger sind alle Nahkampf. Jester ist für mich auch Nahkampf, weil die Range von Jester ist so minimal, dass sie keine Rolle spielt. Also wenn überhaupt, wäre es nur Ranger. Der da einen minimalen Vorteil hat. Dadurch aber er macht auch viel mehr Schaden, viel weniger Schaden. Die anderen machen viel mehr Schaden. Die meisten anderen. Fast alle. Das ist auch nicht wirklich so ein krasser Vorteil. Und du greifst ein Monster an, wartest bis es tot ist und dann greifst du das nächste an. Hast meistens nicht mal irgendwo ein Risiko, dass du stirbst. Wenn überhaupt, stirbt nur deine M. Das passiert immer. Ob du jetzt AOE oder 1v1 spielst, deine M ist meistens tot, wenn er von einem Agro angegriffen wird. Und der jetzt nicht sehr gut ausgerüstet ist. Da regt man sich dann drüber auf. Und ansonsten machst du einfach gar nichts. Du stehst einfach nur da und klickst alle 1 bis 5 Sekunden das nächste Monster an. Und das ist es. Und das ist einfach langweilig. Big Damage zu sehen macht eigentlich Spaß. Nö. Es macht doch nicht mehr Spaß, nur weil der Schaden höher ist. Deswegen ist es auch trotzdem stinklangweilig. Ich könnte die Monster auch one-shotten. Das wäre immer noch langweilig. Das ist einfach langweilig. Du benutzt nicht mal Skills. Also ich meine, das Beschissenste an 1v1 ist, dass du nicht mal Skills benutzt. Es ist einfach ultra öde. Langweiliger geht's einfach nicht. Als 1v1 hast du ja so ein richtiges Minigame am Laufen. Er ist AOE. Du holst die Monster. Du hast meistens eine Skill-Reihenfolge. Du musst actually aufpassen, dass du nicht stirbst oder dass du keine Fehler machst. Und dann vergeht die Zeit auch viel schneller. Beim Grinden. Als bei 1v1. Berserk jede Minute? Ja, das wäre noch ein weiterer Grund, erst recht nicht 1v1 zu spielen. Berserk jede Minute zu casten, wird mich halt geisteskrank abfucken. Immer stehen bleiben und dann erstmal ganz kurz nichts machen. Oder es andauernd vergessen. Spielst 1v1, findest du entspannter? Das ist auch ein... Ja, das kann man auch benutzen, das Wort. Es ist entspannter, ja. Aber halt auch langweiliger. Ich sage ja nicht, dass es nicht entspannt ist. Ist halt chillen, als Ella muss man immer voll Fokus sein. Nicht wirklich. Kommt auf den Levelbereich an und wie routiniert man ist. Also Full Focus bin ich jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Das würde ich so nicht unterschreiben. Das ist eine reine Übungssache. Wie fokussiert du als AOE sein musst. Das ist Übungssache. Und das gilt für alle. Für Face Tank, für alle AOEs. Muss ja jeder selber wissen, ob er 1v1 spielt oder was er spielt. Dafür gibt es ja die verschiedenen
Arten, die verschiedenen Klassen, die verschiedenen Arten zu spielen. Muss jeder für sich entscheiden. Machen wir beim Only One Level immer eine Serie nebenbei an. Ja, aber schau, das ist ja genau das, was ich meine. Ich meine, wie langweilig ist das dann? Wenn du nicht mal nebenbei... Also du musst nebenbei irgendwas laufen haben, weil sonst ist es so stinklangweilig, dass du es dir nicht antun würdest. That's what I'm saying. Sir, das ist nicht gerade... Also, ja, kannst du auch als positives Argument sehen, aber es ist halt irgendwie auch ein Argument dagegen, dass es stinklangweilig ist. Das tue ich auch beim AOE nebenbei eine Serie schauen. Abgesehen davon kann man das auch als AOEler machen. Also alle Spiele Diddler Stream ausmachen, AOE spielen. Wie gerade schon gesagt, du kannst auch easy beim AOE-Spielen nebenbei was laufen haben. Also das mit dem Full Focus, das kann ich so einfach überhaupt nicht unterschreiben. Das ist einfach nicht so. Wenn jemand richtig routiniert ist, dann muss man überhaupt nicht Full Focus sein. Also Full Focus bin ich, wenn ich in Envy Depths auf Cursed Level. Full Focus bin ich, wenn ich in Kailun Face tanke und 50 Tire Hass pulle. Und selbst da bin ich nicht Full Focus, sonst würde ich nie sterben. Also, no. Also am Anfang vielleicht, wenn du noch am Lernen bist, wenn du neu bist, wenn du noch nie Face Tank gespielt hast, oder wenn du noch nie AOE gespielt hast, ja, dann okay. Aber diese Phase ist irgendwann vorbei. Also wenn du mit 150 plus, nachdem du 150 AOE-Level gemacht hast, oder 135 oder wie viel auch immer, und du bist dann immer noch Full Focus und kannst nichts nebenbei machen, weil sonst stirbst du oder kannst nicht leveln, I don't know. Entweder ist dann dein Equipment ultra schlecht oder... Weiß nicht. Lernresistent vielleicht. Keine Ahnung. Aber AOE ist ja eine reine Übungssache. Alle AOEs. Weil es immer nur darum geht, wann muss ich welchen Skill einsetzen oder in welcher Reihenfolge muss ich meine Skills einsetzen oder whatever. Und wenn man das irgendwann auswendig kann und gar nicht mehr drüber nachdenken muss, dann muss man auch nicht mehr Full Focus sein. Also einzige Ausnahme ist, wie gesagt, echt im Dungeon und selbst da Full Focus. Also ich meine, ja, also auf jeden Fall mehr fokussiert als in der Open World oder so. Aber selbst da, wie gesagt, sollte man noch genug Kapazitäten haben, dass man zum Beispiel nebenbei einen Stream oder eine Serie laufen lassen kann. Ohne dass man jetzt direkt stirbt oder so. Also, safe. Wir reden hier von Flyf. Das ist auch wirklich ein Spiel, das vom Skill Cap her schon sehr niedrig ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Also in Flyf kann man kaum von Skill sprechen. Weil es einfach nur eine Übungssache ist. Sobald du es geübt hast, kannst du es. Und ja, das ist natürlich Skill. Aber in anderen Spielen ist es ja so, der Unterschied zwischen es können und es zum Beispiel, oder es perfekt zu können oder perfekt zu beherrschen oder irgendwie so. Keine Ahnung, irgendein Shooter, Counter-Strike oder sowas zum Beispiel, wo du wirklich innerhalb von, also wo Millisekunden den Unterschied machen zwischen einem guten Spieler und einem Pro-Player oder so. Also der Pro-Player reagiert 0,3 Sekunden früher und das heißt, der Nicht-Pro ist immer tot. Also in einem 1v1, der eine killt ihn 10 zu 90 oder was auch immer. Oder irgendwie so. Also ich meine, das sind halt dann Unterschiede auf einem Min-Max-Level, die es so in Flyf gar nicht geben kann, weil du kannst gar nichts machen, was so einen krassen Unterschied machen könnte. Also das, was den krassesten Unterschied macht, ist schlichtweg dein Equipment. Sofern du jetzt keine grundlegenden Fehler machst, wo du alles komplett falsch machst. Aber das ist halt wieder das, was ich gesagt habe, das muss man einmal üben und wenn man das einmal beherrscht und dann grundsätzlich, also ich meine, selbst wenn du die Skills in der falschen Reihenfolge einsetzt, es gibt ja gar keine richtigen Kombos in Flyf, sowas wie, also gibt's schon, aber sehr wenige, wo du jetzt sagen kannst, oh Mann, du setzt den Skill voll oft in der falschen Reihenfolge ein, dadurch brauchst du 20 Sekunden länger pro AOE oder so, so ist es ja gar nicht. Ich meine, schlimmstenfalls
Wenn du es wirklich falsch gemacht hast, dann brauchst du 1 Skill mehr oder so. Im Worst Case. Und das sind dann 2 Sekunden pro AOE. Wow. Das macht halt unterm Strich halt einfach nicht mal einen Unterschied. Also der Unterschied zwischen einem, keine Ahnung, einem guten Flyff-Spieler so gesehen, einem perfekten Flyff-Spieler ist gefühlt nichts. Wo in anderen Games der Unterschied zwischen jemandem, der perfekt spielt oder jemandem, der auf einem Pro-Level spielt und jemandem, der einfach nur sehr gut ist, da ist der Unterschied schon noch riesig. Zum Beispiel in Shootern. Oder in PvP-Games generell. Da ist der Unterschied schon gewaltig. Aber in Flyff der Unterschied zwischen einem, der es perfekt beherrscht und einem, der es einfach nur beherrscht, der ist fast nicht existent. Weil du ja, wie gesagt, du kannst ja gar nichts wirklich so krass falsch machen. Außer vielleicht ganz am Anfang, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast. Und eine Monster mit Winfield Pulse zum Beispiel als Elementor. Hört auf mit Winfield zu pullen. Aber sowas lernt man ja, und wenn man das einmal kann oder einmal grundsätzlich verstanden hat, dann, wie gesagt, dann gibt es da kaum noch Unterschiede. Deswegen grundsätzlich kann ich das so nicht unterschreiben. Also ich meine, im Endeffekt soll jeder einfach spielen, was er will. Dafür gibt es ja die verschiedenen Klassen und Spielstile. Aber was das angeht, ist Flyff schon sehr easy. Also du kannst bei jedem Spielstil auf Durchzug schalten und nebenbei sonst was machen. Wenn du es einmal grundsätzlich beherrschst.